Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Diese Legung, die ich jetzt mache, die kriegt ihr heute Mittag für euer Sternzeichen-Kollektiv. Ich habe es diesmal ein bisschen anders gemacht. Statt 12 Sternzeichen habe ich zwar 12 gedreht, aber ich habe sie nach Element hintereinander gehängt. Das heißt, Element Wasser, Erde, Feuer, Luft sind jeweils 3 Sternzeichen. Einzeln gedreht für jedes, aber sie hängen hintereinander von der Beschriftung und von allem her ein bisschen einfacher für mich. Die Zeitstempel, wie ihr an das Video kommt, habe ich unten drin. So, was gibt es noch? Ach ja, ich habe ja für diese Videos die Kommentare deaktiviert. Es wäre aber trotzdem schön, wenn ihr ein Like hinterlasst. Es ist sehr viel Arbeit und ja, gut. Oder ihr könnt auch ein Dislike hinterlassen. Hauptsache ein Danke, ich habe es gesehen. Okay, und was gibt es noch? Nix, wir legen los. Also, wir haben hier für den heutigen Tag, dass uns irgendwas in der nächsten Zeit erruft, das mehr Spaß braucht im Leben, das uns erfreut, ein besonderes Ereignis, ja. Vielleicht steht auch für irgendjemand eine Feier an, ein Festes ansteht oder du feierst selber mal wieder dich. Und wir haben hier das Bedürfnis nach mehr Ausgeglichenheit und Mäßigung. Ne? Hier geht es darum, dass man vielleicht auch den Kompromiss wieder macht zwischen Ruhe und Arbeit oder Geben und Nehmen. Dass man ein bisschen so auf die Zeit auch achtet, die man am Tag so hat. Und da hier der Wunsch nach mehr Spaß ist, denke ich schon, das geht auch an alle die sehr viel in ihr Leben investieren, reinarbeiten, beschäftigt sind. Wir haben hier alles, was wir brauchen. Ne? Unsere Bedürfnisse werden erfüllt. Es geht um vertrauensvolle Beziehungen und wir haben hier wahrscheinlich auch die Möglichkeit, mal irgendwo ein bisschen runterzufahren, das Gefühl des Zufriedenseins auch mal zu halten oder zu spüren einfach, den Fokus darauf zu richten, was man alles hat, anstatt auf das zu gucken, was wir nicht haben. Unten haben wir noch die Sonne. Ne? Ich lege die Karte mal einzeln hin, sonst ist es so ein Pulk. Und die Sonne spricht hier von einem glücklichen Ausgang für unsere Dinge. Erfolg, Vertrauen in einen selber. Jedenfalls eine gute Energie. Ich glaube, hier ist das Wort Erleichterung auch bei irgendwelchen Dingen, um die man kämpft. Okay, das ist jetzt sehr speziell. Wir haben hier den Gruppenzwang, ne? Es kann sein, dass dich andere dazu antreiben, dass du dies, das, jenes noch tust oder ja, dich vielleicht auch inspirieren wollen. Und hier wird gesagt, dass du eben für dich selbst genau weißt, was du zu tun hast, was die richtige Wahl für dich ist. Und nur weil jemand anderes dir sagt, musst du es nicht unbedingt tun. Möglicherweise geschieht sowas auch aus dem Ding, dass man dazugehören möchte. Ja, hier kommt eine ganz beruhigende Energie rein. Ne? Es geht darum, dass du vielleicht auch Angst hast, mal Nein zu sagen, obwohl es nötig wäre. Wenn wir hier von einer Feier sprechen, könnte der Gruppenzwang sein, dass die ganze Family eben hingehen muss und du für dich entscheidest, nein, ich möchte nicht, ich brauche mehr Ruhe oder eben auch andersrum. Ne? Hier geht es auch wieder darum, die Energie so ein bisschen so zu halten, dass man sich selber wieder mehr verbunden ist. Und
hier wird das Hören angesprochen, also Zuhören, Empfangen, die Antennen auf Empfang stellen. Ja, und es geht darum, dass sich Situationen, wir haben hier das Umfeld, ne, das sich hier zu etwas Erfüllendem hinarbeitet. Und wir haben Harmonie in der Familie. Hier geht es nicht nur um die Menschen, die jetzt im Moment um uns sind, sondern es geht auch um das ganze System, in dem wir leben oder reingeboren werden. Die DNA, die Wiederholungen, die Familienthemen. Und es kann ja auch damit verbunden sein, dass dich deine Familie oder dein Umfeld vielleicht nicht so richtig versteht. Auch da kommt Gruppenzwang her, ne? Wenn alle das tun, muss man mitmachen. Nein, das muss man nicht. Am Ende muss man nur das mitmachen, was man selber möchte. Wir haben hier das Unwetter. Hier reinigt ein Gewitter die Luft. Hier strukturiert sich etwas neu. Das kann ja zunächst mal mit Chaos verbunden sein, bis sich der Himmel dann wieder aufklärt. Und hier wird auch gesagt, dass wir zum Beispiel mal Wege nehmen, die wir noch nicht kennen, ausprobieren. Und wir haben hier die Liebe mit der Heckenrosenfee. Vielleicht wird einem hier auch speziell bewusst, wie wird man wertgeschätzt, wie schätzen wir unser Umfeld wert, was sind Dinge, auf die wir unsere Dankbarkeit richten können oder auch uns darauf fokussieren. Ich selbst habe es die Tage schon erlebt, dass es funktioniert. Wenn du immer wieder auf das guckst, was du hast, wirst du tatsächlich ein bisschen glücklicher. Hier wird eben gesagt, dass wir überall eigentlich von Liebe umgeben sind, dass wir unser Herz ein bisschen weiter öffnen, auch um zu empfangen. Und hier geht es um die spirituelle Erkenntnis, dass wir auch alle irgendwo Liebe sind, ne? Es geht darum, dass das Herz hier ein bisschen genießt, das Thema Romantik vielleicht auch. Und der Gruppenzwang und das Abgeschnittensein von diesen Themen könnte hier ein gewisses Pendant sein, ne? Hier wird auch noch angesprochen, dass wir uns leider nicht so sehen können, wie uns die geistige Welt sieht, sonst würden wir nie mit uns hadern oder an uns rummachen, dass wir nicht gut genug sind. Und hier haben wir so ein bisschen die Ängste und Liebe ist das Gegenteil von Angst, ne? Man soll hier der Angst gestatten, sich aufzulösen, während sich Liebe mehr entfaltet, ne? Hier kommt irgendwo auch mehr Wertschätzung her, als man sich vorstellt. Möglicherweise ist hier auch sehr viel Liebe auf dem Weg zu dir und es geht auch darum, dass sich hier etwas richtet, bei dem man spürt, dass man vielleicht gut genug für alles ist. Also so dieser Glaubenssatz, ich kann nicht alles haben, ich bin nicht reich geboren, was weiß ich, ne? Das ist ja bei allen ein bisschen anders. Die Taube: Ich überbringe dir Frieden, Sanftmut und Nächstenliebe. Sei empfänglich für die Zeichen im Alltag. Ich schenke dir Hoffnung und Stärke, dein Verständnis in Konfliktsituationen. Heißt wahrscheinlich Unverständnis in Konfliktsituationen, aber wir wissen, was gemeint ist. Spannend, ne? Hier wird ein Ausgleich stattfinden, ein Erkennen auch, was wirklich für einen wichtig ist. Und ich glaube, es hat auch damit was zu tun, was man schon gesät hat. Da kommt etwas zurück. Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber es strukturieren sich dann gewisse Dinge um und bleiben auch so. Wir fallen klar immer wieder ein bisschen zurück, aber das Grundprinzip, das hat man sich erarbeitet und dadurch auch irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal, das hier auf gutem Resonanzboden zu sein scheint.
Okay, ihr Lieben, heute Mittag 15 Uhr, denkt dran, euer Sternzeichen, so eine Botschaft. Ich drücke euch und bis morgen.